Passives Einkommen mit Low-Content-Büchern. Du möchtest eine neue Einkommensquelle entdecken. Du möchtest jetzt den Sommer nutzen und in wenigen Stunden eigene Bücher auf Amazon erstellen. Dann kann ich dir dazu nur raten. Denn mit Büchern wie das große Online-Business Bullet Journal habe ich schon mehrere tausend Euro verdient. Und du kannst es auch, denn es ist absolut kein Hexenwerk. In diesem Video erkläre ich dir, wie man Low-Content-Bücher erstellt, was sie überhaupt sind und was du dabei beachten musst, um damit Geld zu verdienen. Was sind also Low-Content-Bücher? Low-Content heißt so viel wie wenig Inhalt. Dabei haben diese Bücher sehr viel Inhalt. Dies zum Beispiel hat über 50 Leuchtturm-Ausmalbilder, die ich in wenigen Stunden erstellt habe, aber dieses ganze Buch habe ich, glaube ich, in 10 Stunden erstellt mit einer KI. Kommen wir gleich dazu, wie man diese Bücher erstellt. Also ein Ausmalbuch für Erwachsene, sieht wunderschön aus, fühlt sich total gut an, erhältlich auf Amazon. Oder du machst solche Eintragsbücher, Bullet Journals, Arbeitsbücher mit verschiedenen Seiten, wo man sich wöchentlich eintragen kann, mit einem Habit Tracker, um seine Gewohnheiten zu überprüfen, wie viel Wasser man am Tag trinkt oder wie viel Social Media Post man schon aufgesetzt hat. Dein Thema bestimmt hier das Buch oder auch deine Zielgruppe bestimmt hier das Buch. Du kannst auch Rätselbücher, Zitatebücher, Sprüche für Teenager, Spielebücher erstellen, die man während der Autofahrt im Urlaub machen kann. Lass deiner Fantasie freien Lauf und erstelle die Bücher, die du für deine Familie immer schon haben wolltest oder für dich und deine Arbeitskollegen. Es ist alles nachher nur noch eine Frage der Vermarktung und deiner Idee. Bücher helfen deiner Zielgruppe zu entspannen und mal eine digitale Auszeit zu nehmen. Denn wenn sie sich mit Sachen zum Ausmalen oder zum ihr Tagebuch planen oder ein Bullet Journal vornehmen, dann beschäftigen sie sich mit sich und mit ihren inneren Gedanken. Nimm deine Zielgruppe mit auf diese Reise in ihre innere Welt und in ihr Wachstum und schon hast du eine super Idee für weitere Bücher auf Amazon. Warum nun solche Bücher auf Amazon veröffentlichen? Amazon ist eine Book-on-Demand-Druckerei sozusagen. Du lädst nur deine Datei hoch und musst dich nicht mit einer Palette Büchern in deiner Garage beschäftigen, ob die nun jemand kauft oder nicht, sondern die Bücher werden gedruckt, sobald jemand Interesse daran hat. Und tausende Bücher zu lagern ist wirklich nicht schön. Und Amazon druckt dann einfach immer nur das Buch, was gerade auch gekauft wird. Wenn dein Buch nachher nicht mehr gekauft wird, ist es nicht mehr relevant oder bleibt es einfach im Amazon Store, aber das Ranking geht runter und es wird irgendwann nicht mehr verkauft. Pushst du deine Umsätze mit zum Beispiel Werbung oder Videos auf diese Bücher, machst Reels davon, lädst die Leute ein, es zu kaufen, dann rankt dein Buch und dann bekommst du irgendwann den Bestseller-Status mit solchen Büchern. Und du bekommst natürlich auch Tantiemen ausgezahlt. Also was bringt dein Buch an Provision? Das hängt von dir und deinem Preis ab, den du für deine Bücher nimmst. So ein Buch im Druck kostet ungefähr 3,60 €. So ein Ausmalbuch in Schwarz-Weiß 2,50 €. Das heißt, ich kann mir auch solche Bücher ausdrucken und mit auf meine Events nehmen oder auf den nächsten Messestand, wo ich dann aktiv bin. Schritt 1. Wähle dein ideales Low-Content-Buch. Ich habe eben schon von deiner Zielgruppe gesprochen, aber du kannst auch jede Zielgruppe nehmen, die dir Spaß macht. Also 4- bis 6-Jährige, was sie gerade malen wollen, weil du gerade Kinder in dem Alter hast. Dann erstell doch mit Midjourney, einer wunderbaren KI, deine Bilder, ein Ozeanmalbuch für Kinder oder irgendwelche Bilder mit Baggern, die kleine Jungs auf jeden Fall mega toll finden, um die anzumalen. Deine Zielgruppe hängt von dem ab, womit du dich gerade beschäftigst. Möchtest du eher deine Coaching-Kunden noch mehr Benefit liefern, dann machst du auf jeden Fall Bullet Journals zu deinem Thema Achtsamkeit, Meditation lernen, Aktien studieren, dann kann man so ein Bullet Journal für Aktienfans machen und so weiter. Also einfach dein Thema in Form von Tagebuch, Arbeitsbuch, was sie lernen müssen oder Kalender mit bestimmten Dingen, die man so auf so eine To-Do-Liste dann braucht während dieser Entwicklungsphase. So, und dann machst du noch ein Kurspaket rein, dass sie deinen Kurs auch noch kaufen können mit einem Gutscheincode zum Beispiel. Und dann hast du Marketing für deine Kurse im Hintergrund. Das war eigentlich der Auslöser für den Verkauf meiner eigenen Bücher,
und weil ich einfach Bücher liebe. Ich wollte einfach noch näher an meine Zielgruppe kommen. Diese Ausmalbücher sind auch noch ein wunderbarer Zweck, einfach um passives Einkommen zu gewinnen, eine neue Zielgruppe zu erschließen oder die Zielgruppe zu erweitern zu ganz normalen Menschen, die sich vielleicht dann mit dem Thema Achtsamkeit befassen könnten und vielleicht dich dann irgendwann in einem Jahr mal wieder kontaktieren, wenn sie das Buch zu Ende gemalt haben. Musst du das Buch unter deinem Namen herausgeben? Nein, musst du nicht. Du kannst auch natürlich auch ein Pseudonym verwenden und einfach dir komplett freie Bahn machen mit irgendwie so KI-Büchern, die wirklich toll sind und richtig schick aussehen. Dann sammelst du nach der Veröffentlichung Feedbacks ein, also empfehle allen Leuten dieses Buch. Bitte deine besten Buddies, dieses Buch zu kommentieren, sammle 5-Sterne-Rezensionen auf Amazon, umso besser rankt dein Buch, das habe ich schon mal einmal erwähnt, und umso mehr Leute können dieses Buch finden. Auch Werbemöglichkeiten gibt es direkt auf KDP Amazon oder du machst dazu TikTok Reels, Instagram, Facebook Werbung, YouTube Werbung, lass deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt und du kannst auf eine Landingpage verlinken auf dieses Buch oder direkt in den Store von Amazon. Berücksichtige auch das Feedback, was man dir dann darunter schreibt und verbessere das Buch. Du kannst deine Datei immer wieder neu hochladen und das Buch so immer wieder up-to-date halten, immer wieder auf dem Jahr, wo es dann rauskommt. Und ich empfehle dir solche Bullet Journals oder Kalender mit gar keiner Jahreszahl zu machen, sondern einfach frei. Ne? Man trägt einfach Montag bis Freitag ein, in dem Jahr, wo man sich gerade befindet. Fazit: Low-Content-Bücher sind nicht schwer und du kannst sie in wenigen Stunden mit zum Beispiel Tools wie KI oder ChatGPT noch ein bisschen unterstützen. Du kannst deine eigenen Bilder verwenden oder sie selber malen. Was auch immer du möchtest, mach es mit dem Herzblut, mit dem du dein Buch machen möchtest. Vergiss dabei aber nicht, dass es sich um ein Low-Content-Buch handelt, das natürlich schnell rausgegeben und schnell gekauft werden möchte. Je mehr Bücher du hast, umso mehr kannst du verkaufen. Je mehr du sie irgendwann optimierst, umso besser werden sie sich verkaufen. Und so kannst du dann mehrere 100 oder 1000 Euro im Monat machen mit Low-Content-Büchern. Das ist alles eine Frage deiner Ideen, deiner Vermarktung und welche Zielgruppe du gerade ansprichst. In meinem Kurs Low Content Studio zeige ich dir, wie du passives Einkommen mit solchen Büchern generierst, mit Büchern, die in wenigen Stunden fertig sind und die wirklich toll sind und die auf deine Zielgruppe einzahlen können oder einen komplett neuen Markt eröffnen. Ich zeige dir von der Idee bis zum Verkauf alle Schritte, die du wissen musst und wie du die KDP einstellst und das Upload erfolgt. Hol dir jetzt meinen Kurs Low Content Studio und wir sehen uns sofort im ersten Modul, wie du deine Ideen findest und deine Nische recherchierst. Also viel Spaß damit. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.